Er definiert das Böse. Er ist ein übernatürliches und angesehenes Wesen. Er ist brutal und erbarmungslos. Er ist der König der Dämonen, der Teufel. Der Begriff Teufel stammt aus dem althochdeutschen Theophal und wurde in Anlehnung an Engil und Theophil geformt. Ursprünglich leitet er sich von Diabolus ab, das wiederum aus dem gotischen Diabolus und lateinischen Diabolus stammt. Der Ursprung dieser Begriffe liegt im altgriechischen Wort Diabolos, was Verleumder oder Widersacher bedeutet. In der Bibel ist der Teufel als Gegner Gottes und Verführer der Menschheit dargestellt. Diese Vorstellung fand in verschiedenen Religionen Einzug und entwickelte sich über die Jahrhunderte weiter. Im Judentum existiert keine eigenständige Verkörperung des absolut Bösen. Satan ist kein Wesen mit eigenem Willen, sondern agiert als eine Art Anklager am göttlichen Gerichtshof. Die hebräische Bezeichnung Hasafari, der Ankläger, beschreibt ihn als einen Engel, der im Auftrag Gottes handelt. Im Buch Hiob tritt er als Prüfer der Menschheit auf und stellt Hiobs Frömmigkeit in Frage. In anderen Passagen der hebräischen Bibel tritt der Satan als Widersacher auf, ohne jedoch eine völlig böse Natur zu haben. Im späteren jüdischen Mystizismus entwickelte sich die Vorstellung von den Qlīpōt, den verhüllenden Schalen der göttlichen Emanation, die dem Teufelsbild in anderen Religionen ähneln. Diese gelten als Kräfte, die die wahre Göttlichkeit verbergen und den Menschen von der spirituellen Erleuchtung abhalten. Im Christentum entwickelte sich die Vorstellung des Teufels als eigenständige, böse Macht weiter. Spätestens mit Augustinus von Hippo wurde Satan als gefallener Engel angesehen, der gegen Gott rebellierte. Er wurde mit Luzifer gleichgesetzt, einem Engel, der wegen seines Hochmuts aus dem Himmel verstoßen wurde. Diese Sichtweise prägte die christliche Theologie über Jahrhunderte hinweg. Im Mittelalter wurde der Teufel als Ursprung aller Sünde und Versuchung angesehen. Besonders in der Scholastik, also in der gesamten mittelalterlichen Theologie und Philosophie, wurde er mit den 7 Todsünden in Verbindung gebracht. In der katholischen Kirche wurde Exorzismen praktiziert, um dämonische Einflüsse zu vertreiben. Gleichzeitig wurde der Teufel häufig zur Legitimation und Verfolgungen etwa der Hexenprozesse herangezogen. Die christliche Kunst stellte den Teufel oft als gehörnten Dämon mit Fledermausflügeln, Hufen und einer grotesken Fratze dar, um ihn als abschreckende Gestalt zu kennzeichnen. Diese Ikonographie prägte die westliche Vorstellung vom Teufel bis in die Neuzeit. Im Islam existiert keine Personifizierung des Bösen als Gegensatz zu Gott. Der Koran beschreibt Iblis als ein Dschinn-Wesen, das sich weigert, sich vor Adam zu verneigen. Dadurch wurde er verstoßen und als Verführer der Menschen tätig. Die islamische Theologie sieht das Böse als Teil von Gottes Plan, wodurch es keinen absoluten Dualismus zwischen Gott und Böse gibt. Stattdessen wird der Mensch für seine eigenen moralischen Entscheidungen verantwortlich gemacht. Iblis, der sich gegen Gott auflehnt, wird mit dem freien Willen ausgestattet und symbolisiert die Versuchung, der die Menschen widerstehen müssen. In der islamischen Mystik wird Iblis auch als tragische Figur betrachtet, die aus Liebe zu Gott rebelliert, indem sie sich weigert, sich vor einem erschaffenen Wesen niederzuwerfen. Die Figur des Teufels hat sich in der Kunst, Literatur und Musik unterschiedlich manifestiert.
In der christlichen Ikonographie erscheint er oft mit Hörnern, einem Schwanz und Hufen, was auf heidnische Gottheiten wie Pan zurückgeht. Diese Darstellung diente dazu, ihn von Engeln und göttlichen Wesen abzugrenzen. In mittelalterlichen Dramen wurde der Teufel als listiger Trickser gezeigt, der versucht, Menschen von ihrem Glauben abzubringen. In der Literatur taucht er in Werken wie Goethes Faust als Mephistopheles auf, in dem er als intelligenter, aber zynischer Verführer dargestellt wird. In der russischen Literatur nimmt er eine prominente Rolle in Der Meister und Margarita von Michail Bulgakow ein, wo er in Gestalt von Voland als mysteriöse und ambivalente Figur erscheint. In der Musik hat der Diabolus in Musica-Akkord eine besondere Bedeutung, da er als klangliches Symbol für das Böse galt. Giuseppe Tartinis Teufelsstrille-Sornale, ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig ausgesprochen habe, beruht auf einer Legende, nach der ihm der Teufel im Traum erschienen sei und ein Stück von unvergleichlicher Schönheit gespielt habe. Moderne Medien nutzen das Bild des Teufels vielfältig. In Filmen wie Der Exorzist oder Das Omen wird als übernatürliche Bedrohung inszeniert, während Serien wie Lucifer ihn als charismatischen, zwiespältigen Charakter zeigen. Diese modernen Interpretationen des Teufels entfernen sich zunehmend von der religiösen Darstellung und nutzen ihn vielmehr als Symbol für Macht, Verführung oder Rebellion. Auch in der Popkultur findet der Teufel Verwendung, sei es in der Heavy-Metal-Musik, die oft mit dämonischen Symbolen spielt, oder in Videospielen, wo der Teufel häufig als finaler Widersacher inszeniert wird. Die Vorstellung des Teufels hat sich über die Jahrhunderte stark gewandelt. Während er in der Antike und im Mittelalter als tatsächliche Bedrohung galt, ist er heute eher ein Symbol für moralische Konflikte und psychologische Abgründe. Die Medien haben dazu beigetragen, das Bild des Teufels immer wieder neu zu interpretieren und in verschiedene Kontexte einzubetten. Dadurch bleibt der Teufel ein faszinierendes und wandelbares Konzept, das sowohl als Metapher für das Böse als auch als tiefe Reflexion über menschliche Natur und Ethik dient. Ich hoffe, das Video hat dir wieder gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Like, dein Feedback und deine Gedanken dazu. Schau gerne wieder vorbei und bis dahin bleib wachsam. Gegenüber den Mächten des Lichts und der Finsternis